das freut mich richtig. Ziel ist es, dass wir als Grünheider mal auch klarstellen, dass Tesla hier nicht mehr so wegzudenken ist. Es gibt ja einige, die sagen, dass das abgerissen werden soll und dass das so nicht geht. Der Meinung bin ich nicht. Das muss im Einklang mit Tesla irgendwie auch funktionieren hier in Grünheide. Und da müssen wir als Grünheider auch schauen, dass wir zusammenstehen und in die Zukunft schauen und gucken, dass das ordentlich funktioniert. Und das kann man halt auch nur mit Tesla und das kann man nicht negieren. Und Industrie ist nun mal auch eine wichtige Säule unserer Gesellschaft. Darauf baut unser Wohlstand auf. Und das kann ich mir zumindest hier in Grünheide jetzt auch überhaupt nicht mehr wegdenken. Jetzt gibt es natürlich auch kritische Punkte, die müssen beleuchtet werden, das muss man sich anschauen. Da muss man aber in den Dialog treten, zusammenkommen und gucken, wie man diese Probleme und diese Herausforderungen auch löst. Da fehlt mir hier in Grünheide auch ein gewisses Forum. Bürger müssten da zusammenkommen und zusammen überlegen, wie sie die bestimmten Probleme auch gemeinsam lösen. Da müssen wir Grünheide an einem Strang ziehen und da dürfen wir uns, glaube ich, auch nicht von extern auseinandertreiben lassen. Denn das sehe ich schon als einen kritischen Punkt. Wir müssen sehen, dass diese Eskalationsspirale irgendwann dann auch ein Ende hat. Wir haben jetzt gesehen, dass unsere Gemeinde und auch die Regionen drumherum durch den Anschlag auf den Strommasten dort auch ziemlich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und das kann so nicht gehen. Da müssen wir uns klar dagegen stellen. Gewalt ist keine Lösung und das hat noch nie zu irgendeiner guten Sache geführt. Die Herausforderungen, die regelmäßig angesprochen werden, sind auf der Hand. Das ist auch nicht verkehrt, darüber zu sprechen, wie das mit dem Wasser ist und mit der Abholzung. Aber auch da muss man sich halt hinsetzen und Lösungen finden. Und es gibt ja Lösungen. Tesla bietet das ja auch an, dass man einen geschlossenen Wasserkreislauf hat, dass man das Wasser halt auch nutzt und wieder zurückführt in den großen Kreislauf und nicht in die Flüsse zurückgibt, die dann das Wasser dann in die Meere wieder versackt. Das muss halt hier gehalten werden, das Wasser, und dafür gibt es auch Lösungen. Da braucht man nur nach Münchehofe schauen. Die bauen da die 4. Klärwerksstufe auf und dann kann man das Wasser auch in der näheren Umgebung wieder in dem Grundwasser zuführen. Das ist auch machbar, aber da braucht es halt auch Leute, die da anpacken und auch Lösungen schaffen, und das muss auch mal ordentlich funktionieren. Ich bin froh, dass wir heute noch einige Reden haben. Ich bin nicht der Einzige, der hier die ganze Zeit jetzt auf der Bühne stehen muss, Gott sei Dank. Ich bin froh, dass wir die IHK dazu bewegen konnten, auch jemanden zu schicken. Das ist der Herr Kühne, Dr. Thomas Kühne, der wird auch gleich sprechen. Dann ist Ulf Kühne auch noch angekündigt, ist von der IG Metall Ostbrandenburg, ist Landtagskandidat für Landkreis Oder-Spree. Und dann haben wir Lucia Mark von den Grünen aus dem Ortsverein hier, die auch noch einige Worte sagen möchte und sagen darf. Herzlich willkommen. Und am Ende Jörg Vogelsänger, der ist, glaube ich, allgemein bekannt, SPD im Landtag für die SPD und Verkehr und Finanzen. Da gibt es auch noch mal einiges dazu zu sagen. Dann würde ich, Herr Kühne, Ihnen das Wort übergeben und ich hoffe, dass das eine friedliche Veranstaltung wird. So ungefähr in einer halben Stunde wird der Demozug von Bahnhof bis zum Marktplatz gehen. Da wird die Polizei das Fahrzeug dazwischen fahren, sodass dann von der Demo, von der Straße keiner hier runter kann und andersrum. Da würde ich euch auch bitten, oder Sie bitten, gelassen zu sein und entspannt dem entgegenzuschauen. Ja. Gut, dann würde ich jetzt an Herrn Kühne übergeben. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Tag. Ich bin angekündigt worden, freundlicherweise. Mein Name ist Thomas Kühne von der Industrie- und Handelskammer aus Brandenburg. Und ich freue mich, hier heute dabei sein zu dürfen, um ein Zeichen zu setzen für das Thema, was hier schon angeklungen ist. Und es ist hier oben sehr kalt und ich hoffe, dass mir die Stimme nicht weggeht. Aber wir werden uns warme Gedanken machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine rote Linie ist überschritten worden. Es ist schon angeklungen, wir haben hier einen Sabotageakt zu verzeichnen gehabt in den vergangenen Tagen, der die gesamte Region in Mitleidenschaft gezogen hat, dessen Ziel aber Tesla war.
Tesla als hier strukturbestimmendes Unternehmen. Und die ganze Region hatte zu leiden. Es sind Schulen beeinträchtigt worden, medizinische Einrichtungen, Unternehmen, private Haushalte und letzten Endes wir alle. Und ich wundere mich schon sehr, wenn ich jetzt zum Teil in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion von Teilen der geneigten Öffentlichkeit höre, dass Tesla ja auch selber schuld ist an dem hohen Schaden, der bei ihnen entstanden ist. Wenn man nur eine Stromleitung hat, dann ist es ja klar, dass wenn die gekappt wird, dass es so einen riesen Schaden gibt. Da muss ich mich schon sehr wundern, das ist eine perfide Form von Täter-Opfer-Umkehr. So wie man dem Vergewaltigungsopfer sagt, dein Rock war zu kurz, du brauchst dich nicht wundern, dass du vergewaltigt worden bist. Es ist hier von den Verbrechern, kann ich durchaus so sagen, billigend in Kauf genommen worden, dass auch Menschen zu Schaden kommen, dass Leib und Leben geschädigt wird. Und das ist kein dummer Jungenstreich. Hier muss ich ganz klar sagen, das ist Terror. Und Terror können wir nicht dulden. Wir als Wirtschaft stehen hundertprozentig gegen jegliche Gewalt in der politischen Diskussion. Terror sowieso, aber auch gegen Gewalt, gegen Zerstörung und gegen maßlosen Protest. Die unsägliche, unsachliche und andauernde Negativkampagne gegen Tesla bereitet auch irgendwo ein bisschen den ideologischen Boden. Es ist ganz klar, dass sich dann hier solche Protagonisten als Vollstrecker des vermeintlichen Volkswillens verstehen und mit Gewalt versuchen, ihre und angemessene oder unangemessene Ziele durchzusetzen. Und dem ist aber nicht so. Der Volkswille ist nicht so. Dass wir das darstellen, sehen wir heute hier mit unserer Zusammenkunft. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind und auch ein Zeichen setzen wollen der Öffentlichkeit, dass nicht alle so denken wie diese Banditen. Und ich hoffe sehr, dass unsere Strafverfolgungsbehörden diese Kollegen bald dingfest machen und aus dem Verkehr ziehen. Die Negativkampagne gegen Tesla greift sich immer, mein Vorredner hat es schon gesagt, Informationen raus, verdreht sie, lügt zum Teil oder unterlässt auch Informationen. Was ist denn Tesla eigentlich? Tesla ist ein Werk, das auf hohem modernen Niveau Produkte herstellt für die Innovation von klimawandelnden Produkten, also klimafreundlichen Produkten, die emissionsfreie Verkehr ermöglichen und Energienutzung. Was ist daran schlecht, frage ich mich. Tesla ist leider viel zu leise in ihrer eigenen Darstellung. Das ist ein Kritikpunkt, den ich hier ganz klar äußern möchte. Leider ist heute auch hier von Tesla offiziell niemand da. Tesla könnte viel mehr in der Öffentlichkeit für sich werben, für seine Ziele werben, für seine Aktivitäten werben und dafür werben auch, was sie schon Gutes getan haben und wo gute Ansätze sind und wo Lösungen gefunden worden sind, die auch in der Diskussion völlig untergehen. Ich habe mal ein paar Fakten zusammengetragen, die sicherlich dem einen oder anderen bekannt sind, aber ich hielt sie einfach nur mal für wert, hier aufzusagen, weil sie viel zu selten gesagt werden. Das Thema Wasser ist angeklungen. Tesla hat nur 2,28 Kubikmeter Wasser benötigt so viel Wasser für die Herstellung eines Fahrzeugs. Das ist 1/3 weniger als der Branchendurchschnitt. Das ist technologisches Höchstniveau. Tesla benutzt oder recycelt 100% des Brauchwassers. Auch das ist weltweit einzigartig. Tesla nutzt erneuerbare Energie. Eine installierte Solarstromkapazität von 8 Megawatt und die komplette Nutzung von erneuerbaren Strom spricht auch für sich. Das machen ganz wenige Unternehmen. Tesla hat, oder durch die Aktionen, durch die Ansiedlung von Tesla wurde sicherlich Wald gerodet, aber es wurde auf der anderen Seite wurden 300 Hektar hochwertiger Wald, über 60% Laubwald, neu angepflanzt. In der näheren Umgebung wurden weitere 340 Hektar, und ich glaube, das ist den vielen oder den meisten auch gar nicht bekannt, bestehenden Waldes
durch Unterpflanzung von Hartholz ökologisch aufgewertet. Das heißt, unsere Wälder hier in der Umgebung, Grünheide, Spreenhagen, Gosen-Neuzittau, werden dadurch vielfältiger und resilienter. %45 der Mitarbeiter kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Werk. Auch das ist nicht üblich. Ein Shuttlezug befördert täglich 3000 Personen und ist für jedermann kostenfrei nutzbar. Auf dem großen Parkplatz vor Tesla wurden 500 Ladestationen errichtet. Das ist meines Erachtens nach, wenn nicht der größte, aber einer der größten Ladezentralen der Welt. Und last but not least arbeitet Tesla mit den Schulen zusammen, mit über 13 Schulen in der Zusammenarbeit und ist der größte Ausbilder für junge Menschen in Brandenburg. Wenn man sich einmal mit einem Azubi von Tesla unterhält, dann spürt man die wahnsinnige Begeisterung über den modernen Job, über die großartigen Möglichkeiten, die die jungen Menschen dort haben und auch über den Geist, der dort herrscht in Tesla. Das ist sicherlich eine Situation, die kann man gar nicht nachvollziehen, wenn man nicht dem Team angehört. Und natürlich Grünheide beginnt auch selber zu profitieren. Gewerbesteuerzahlungen sind schon geleistet worden in erheblichem Maße. Bürgerparks, ähnliche Dinge, andere Sachen werden in Grünheide und Umgebung möglich sein durch die erwirtschafteten Mittel, die aus dem Werk kommen. Und last but not least, mehr als 12.000 Menschen haben Arbeit gefunden in Tesla. Davon 1.500, die vorher in der Arbeitslosigkeit verharrt sind. Und über 700 sogar aus dem Langzeitarbeitslosenbezug. Das sind Zahlen, meine Damen und Herren, da lohnt es sich wirklich zu applaudieren. Kommen wir noch mal ganz kurz zu der Umfrage, die hier in letzter Zeit stattgefunden hat. Sie alle kennen sie, Sie haben sicherlich teilgenommen. Mit einer tendenziellen, aus meiner Sicht durchaus suggestiven Frage wurde hier die Einwohnerschaft befragt. Und leider muss ich hier ganz deutlich sagen, das Votum gegen die Erweiterung der Tesla Gigafactory ist ein Votum gegen die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes. Offenbar ist es zu wenigen klar, welch enormer Wirtschaftsmotor dieses Vorzeigeprojekt auch in der weltweiten Aufmerksamkeit für unsere Region ist. Und es ist offenbar zu wenigen bekannt, wie abschreckend auch diese Aussage und dieser anhaltende Widerstand in der öffentlichen Wahrnehmung von potenziellen internationalen Investoren ist. Gerade jetzt, wo Deutschlands Wirtschaft schwächelt und auch die Industrie ihre Probleme hat. Tesla hat einen positiven Blick auf unsere Region ermöglicht. Die Welt weiß inzwischen, wo Brandenburg ist. Die Welt weiß auch, wo Grünheide ist. Aber der Widerstand und diese stattgefundene Sabotage haben verheerende Auswirkungen auf das Standortimage. Investoren, Zulieferer und Fachkräfte gehen möglicherweise wieder auf Abstand. Mit dieser vorgetragenen Verhinderungshaltung wäre Deutschland niemals die drittstärkste Volkswirtschaft der Welt geworden. Und wir hätten hier in der Region keine Baustoffindustrie in Rüdersdorf, keine PCK in Schwedt und kein Stahlwerk in Eisenhüttenstadt. Die Deindustrialisierung nach der Wende hat Ostdeutschland arg getroffen und Millionen Arbeitslose hinterlassen. Viele junge Menschen mussten ihre Heimat verlassen. Ich frage Sie, haben wir das alles schon vergessen? Zählt nur noch der satte Blick aus dem Vorgarten? Was ist mit der Zukunft unserer Kinder? Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Immer mehr Sozialstaat, der ökologische Umbau der Gesellschaft, die Ertüchtigung der Bundeswehr und letzten Endes der Erhalt unseres erarbeiteten Wohlstandes. Wie soll das finanziert werden? Und ich sage Ihnen ganz klar, es gibt nur einen einzigen Weg, wie das zu stemmen ist. Und wer etwas anderes behauptet, lügt Sie an oder träumt. Leistung und nachhaltig wirtschaftliches Wachstum. Das ist der einzige Weg. Wertschöpfung aus Industrie entfaltet sich über Jahrzehnte. Die Industrieentwicklung ist kein Sport, es ist ein Marathonlauf. Und man muss bei allen notwendigen Kritikansätzen, die auch hier von meinem Vorredner schon angesprochen worden sind, immer
unterscheiden zwischen Kritik, die konstruktiv ist, Kritik, die nach Lösungen und Kompromissen sucht und auf der anderen Seite gegenüber Feindseligkeit. Feindseligkeit sucht keine Kompromisse. Feindseligkeit will nur vernichten und in deren Schlepptau kommt dann Gewalt und Zerstörung. Das haben wir erlebt. Und diejenigen, die jetzt an anderen Orten rufen, Tesla stoppen oder sogar rechtswidrig den Wasserhahn abdrehen, den rufe ich von hier aus zu. Tesla bleibt. Tesla gehört zu uns. Tesla ist willkommen und Tesla wird wachsen. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, Herr Kühne. Dann würde ich jetzt einmal an Ulf, wo bist du? Ulf Kühne? Nicht anwesend. Ah ja, okay. Dann würde ich gleich zu Lucia Mack übergeben. Vom Ortsverein der Grünen. Guten Tag, ich bin hier als Sprecherin der Grünen aus Grünheide. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich heute hier etwas zur Tesla-Erweiterung sagen will, weil genau zeitgleich eine andere Demo gegen Tesla am Marktplatz stattfinden wird. Und ich finde, das macht zwei Lager auf. Und ein Teil der Meinungen taucht hier bestimmt nicht auf. Wir laufen Gefahr, uns in eine Spirale der Ablehnung zu begeben. Das Ergebnis der Bürgerinnenbefragung zeigt für mich, dass die Bürgerinnen in Grünheide bisher nicht ausreichend beteiligt wurden. Veränderung bringt oft Unsicherheit mit sich. Daher braucht es ein gemeinsames Verständnis vor Ort. Das muss gemeinsam entwickelt werden. Eine einfache Abstimmung mit Ja oder Nein wird aus meiner Sicht diesem Diskussionsbedarf nicht gerecht. Wir haben uns als Bündnis Grüne im Dezember gegen den B-Plan 60, gegen die Erweiterung von Tesla ausgesprochen und einen Einwand eingereicht. Wir erwarten von Tesla, dass die bebaute Fläche noch besser genutzt wird, zum Beispiel durch Bau in die Höhe. Wir möchten, dass geprüft wird, ob Kita und andere Schulungsräume woanders im Ort alternativ untergebracht werden. Wir fordern das, weil es uns wichtig ist, dass der Wald in Grünheide möglichst erhalten bleibt. Es geht nicht, hier von Sichtschutzwald zu sprechen. Das ist nicht der wesentliche Zweck eines Waldes. Es handelt sich außerdem um ein Landschaftsschutzgebiet. Und ehrlich gesagt, es ist doch weniger wesentlich, ob ein Werk von der Straße aus zu sehen ist, als dass bebaute Flächen effizient genutzt werden. Uns hat erstaunt, dass der bereits im Logistikzentrum Nord genehmigte Güterbahnhof dort nicht gebaut wurde. Das war B-Plan 13. Dann wurde gesagt, B-Plan 60 müsse genehmigt werden, damit dieser Güterbahnhof gebaut werden könne. Das war für uns auch eine Umkehr der Verantwortung. Auf jeden Fall gilt es, die Bahninfrastruktur auszubauen. Möglichst viel Logistik muss von der Straße auf die Schiene. Um die Straßen zu entlasten, Verkehre zu reduzieren, um die Klimaerhitzung zu bremsen. Wir sind nicht per se gegen die Ansiedlung von Tesla. Wir sehen die wirtschaftlichen Chancen für unsere Region. Das hat der Vorredner ausführlichst schon gesagt. Darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen. Also wir sind nicht gegen die Ansiedlung von Tesla. Dann drückt das aber bitte auch so aus. Ja, tue ich ja. Wir erwarten in Zukunft aber von unseren Gemeindevertreterinnen, von den Landespolitikerinnen und von Tesla, dass erst mit den Bürgerinnen gesprochen wird und dann geplant wird. Wir erwarten von den Behörden, dass Umweltauflagen auch kontrolliert werden, streng. Ich wünsche mir für diesen Ort, dass Menschen nicht vor fast vollendete Tatsachen gestellt werden, sondern mitentscheiden und mitdiskutieren dürfen. Dafür müssen Räume geschaffen werden, in denen diskutiert werden kann.
Und zwar bevor Planungen begonnen haben. Denn Vertrauen ist eine zarte Pflanze, die langsam und am besten in einem transparenten Gewächshaus wächst. Jörg Vogelsänger, der nächste Sprecher. Ich gebe das Mikrofon einfach dir. Ja, liebe Freunde, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr in Grünheide ein Zeichen setzt. Der Sonntag um 14 Uhr ist ein guter Tag immer wieder zum Zeichen setzen. Wir haben das gemacht in Neuenhagen, wir haben das gemacht in Hönow, wir haben das gemacht in Erkner, wir haben das gemacht in Beutersdorf. Zu einem ähnlichen Thema, zum Thema Extremismus, denn das haben wir hier von links erwähnt. Wir brauchen keinen Extremismus, weder von rechts, weder von links. Und diejenigen, ich bin noch bei den Dingen, die in Potsdam passiert sind, diejenigen, die davon träumen, Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben, die sorgen dafür, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland völlig kaputt geht. Wir sind darauf angewiesen, dass die Menschen bei uns sind. Und auch wenn der eine oder andere das nicht mag, wir haben in Potsdam reagiert, der Verfassungsschutz wird gestärkt, wir werden die Polizei weiter stärken. Wir brauchen solche Demonstrationen wie heute von euch, aber wir brauchen auch einen starken Staat, denn wir müssen auch unsere Verfassung schützen. Und dass das so ist, zeigt dieser hinterhältige Anschlag hier in Grünheide. Es ist ja kein Anschlag auf Tesla gewesen. Es ist ein Anschlag auf uns alle. Ein Anschlag auf unsere Demokratie. Wer sowas macht, wer Strommasten in Brand setzt, der macht Anschläge auf die Demokratie. Und hier in Grünheide war auch die Reha-Klinik betroffen. Krankenhäuser sind in der Nähe. Woltersdorf, Rüdersdorf. Und dann sagt jeder, die Krankenhäuser haben doch Notstromaggregate. Wir wissen auch aus Grünheide, wenn wir uns angucken, das Edeka-Lager, was Notstromaggregate leisten können und was Notstromaggregate nicht leisten können. Und durch diesen Anschlag werden tonnenweise Lebensmittel vernichtet. Woanders auf der Welt hungern Menschen und das muss jedem klar sein, der sowas macht. Das geht überhaupt nicht. Dieses Grünheide hat sich gut und schön entwickelt, insbesondere seit 1990. Ich kenne Grünheide sogar länger. Und alle diese Entwicklung war nur möglich, weil Wohlstand in Deutschland erarbeitet wurde. Industriearbeitsplätze, das betrifft nicht nur Tesla, es betrifft auch Tesla. Industriearbeitsplätze sind Grundlage unseres Wohlstands, das muss jeder wissen. Und der Wohlstand in Westdeutschland wurde in den 50er, 60er, 70er Jahren in den Kohlegruben erwirtschaftet, in den Stahlwerken, in den Automobilwerken. Und es war ein Dunstschleier über dem Ruhrgebiet, ein Dunstschleier über dem Saarland. Wir haben jetzt ganz andere Umweltstandards. Es war übrigens keine Kritik an die Menschen, die in diesen Jahren da gearbeitet haben, hart gearbeitet haben. Es gab eben diese Standards nicht. Und wir haben ganz andere Umweltstandards. Bei Tesla und das müssen wir den Leuten auch mal sagen, dass das so ist. Die harte Arbeit ist geblieben. Die harte Arbeit ist selbstverständlich geblieben bei Tesla. Und Tesla steht für Integration. Bei den 12.000 Arbeitsplätzen, bei den 12.000 Arbeitskräften werden viele Nationen mit dabei sein. Tesla ist Integration pur. Und jetzt nochmal zu den Gegnern, auch den Gegnern, die jetzt in den Bäumen sich dort bewegen. Also erstmal ist das auch kein Beitrag für den Umweltschutz. Das ist kein Beitrag für den Umweltschutz. Wer dort kampiert, macht Natur kaputt. Das ist nun mal so. Und eben Teile dieser Bewegung
Teile dieser Bewegung muss ich auch fragen, was sie denn eigentlich wollen. Bei Tesla werden keine Monster-Dieseltrucks produziert, bei Tesla werden Elektroautos produziert, bei Tesla wird Zukunft produziert. Mein Freund von der IHK hat ja schon die ganzen Daten genannt. Insofern will ich noch etwas zum Wasser sagen. In den letzten 3 Jahren ist der Wasserverbrauch beim WSE, beziehungsweise das, was ihm zur Verfügung gestellt wurde, immer bei 10 Millionen Kubikmeter. Trotz Tesla, trotz Einwohnerzuwachs, das kann man den Leuten auch mal sagen, dass das so ist. Wir brauchen trotzdem Verbundleitung zu den anderen Verbänden, aber das hat nicht unbedingt was mit Tesla zu tun. Das hätte man schon lange machen müssen. Sicherlich auch ein Vorwurf an die Politik, dass wir uns gefallen lassen müssen. Jetzt komme ich zum Bahnhof Fangschleuse. Ist doch ein wunderschöner Bahnhof, aber es wird noch ein schönerer Bahnhof entstehen. Und zwar, ich werde das erklären. An diesem Bahnhof, das ist kein Werksbahnhof von Tesla, an diesem Bahnhof kommt man dann im 20-Minuten-Takt mit dem RE1 nach Berlin. Wenn das jemand vor 10 Jahren hier gesagt hätte, dann hätte man aber was abgekriegt. Und ich setze noch einen drauf. Mein Freund Infrastrukturminister, auch wenn er einer anderen Partei ist, das spielt überhaupt keine Rolle, Rainer Genierke hat gesagt, er setzt sich dafür ein, dass der IC nach Warschau dort hält in Fangschleuse. Das wäre doch toll als Verbindung, als direkte Verbindung. Tesla hat auch viel mit polnischen Arbeitskräften zu tun und diese polnischen Arbeitskräfte sorgen für Wohlstand in Deutschland. So ist es nun mal. Wir haben übrigens auch, ich sehe ja Neuenhagener da, wir haben Schwiebos oder Schwiebotzin ist Partnergemeinde, da kommt man da auch direkt hin. Ich will übrigens alle grüßen, die hier nicht nur aus Grünheide da sind, Neuenhagener, Erkneraner sind dabei. Schön, dass Sie nach Grünheide gekommen sind, sehr gut. So, nun habe ich gehört, in Grünheide sind Kommunalwahlen, stimmt doch, ne? Am 9. Juni sind in Grünheide Kommunalwahlen. Da werden die Kandidatinnen und Kandidaten viele Wünsche aufschreiben. Viele Wünsche der Bürgerinnen und Bürger. Und da muss man eines sagen, auch das muss alles erwirtschaftet werden. Und da sind wir wieder bei Tesla. Dieser Wohlstand, der da verteilt werden soll, nach dem 9. Juni hier in Grünheide, in Brandenburg und in anderen vielen Orten, muss erwirtschaftet werden. Und das passiert bei Tesla. Selbstverständlich nicht nur bei Tesla. Ich gucke zur IHK, wir sind stolz, dass Menschen zu uns kommen. Dass Menschen ihre Heimat, ihre Perspektive in Grünheide, in Brandenburg sehen, das ist viel, viel schöner als vor 2 Jahrzehnten, wo Menschen weggegangen sind, wo junge Menschen weggegangen sind. Wir müssen dafür sorgen, dass mit solchen Arbeitsplätzen wie bei Tesla die Menschen Arbeit und Perspektive bei uns haben. Und dafür haben wir heute hier ein starkes Zeichen gesetzt. Herzlichen Dank. So, jetzt kommt wieder der Organisator. Warte mal, komm mal hoch. Haben wir nichts Falsches gesagt? Also ich will auch noch mal von meiner Seite Danke sagen. Du hast das in kurzer Zeit hier alles organisiert. Dafür muss man Danke sein. Es geht darum, dass wir in der Politik und der Öffentlichkeit auch mal Zeichen für etwas setzen. Und das haben wir heute getan mit deiner Hilfe. Herzlichen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Danke. Eigentlich war ja noch ein Redner geplant. Ich habe ihn jetzt telefonisch nicht erreichen können. Er hat gesagt, er ist gerade da. Jetzt frage ich noch mal so in die Runde. Ulf Kühnel, bist du da? Scheint nicht der Fall. Wenn er dann jetzt noch eintrifft, dann würde ich ihn noch mal reden lassen. Ich würde jetzt erstmal noch mal sagen, wir geben noch mal Musik. Es hieß, dass die Demonstration vom Bahnhof Fangschleuse bis zum Marktplatz noch etwas länger braucht. Oh, jetzt muss ich noch mal gucken. 14:36 ist es. Ich würde euch bitten, so lange noch zu warten. Ein Redner kann ja jetzt vielleicht noch kommen, aber bis dahin hören wir noch mal Musik. Danke. Someone
Okay. 600 Linksradikale gerade im Anmarsch auf Grünheide. So viele haben sich gerade am Bahnhof Fangschleuse versammelt. Okay. Gut. Dann möchte ich auch nochmal das Wort an Maurice Heilmann geben. Und dann ist so langsam unsere Kundgebung auch beendet. Aber bis 16 Uhr können Sie gerne noch hier bleiben und der guten Musik zuhören oder in den Dialog am Bratwurststand kommen und über Zukunft sinnieren. Aber erstmal Maurice. Dankeschön, Albrecht. Ich habe mich relativ kurzfristig entschieden, auch noch ein, zwei Worte zu sagen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir viele Stimmen heute hören. Wir wissen, dass auf der anderen Demo vermutlich heute mehr Leute sein werden. Aber ich glaube, wenn ich in die Runde schaue, sind hier deutlich mehr Grünheiderinnen und Grünheider. Und dafür ein großes Dankeschön. Unsere Veranstaltung heute heißt Gestalten statt Verhindern. Und ich glaube, das ist der Tenor der Stunde, den wir ergreifen müssen. Wir müssen gestalten. Tesla wird nicht wieder einpacken. Tesla gehört zu Grünheide. Und wir müssen schauen, dass wir das Beste daraus machen, gemeinsam mit den Menschen hier vor Ort. Und gerade in diesen, ja, heute wortwörtlich stürmischen Zeiten ist es wichtig, dass jeder Einzelne und jeder Einzelne von uns seine Stimme ergreift, aktiv wird, sich einbringt, auch etwas sagt, wenn etwas nicht stimmt. Ich glaube, das ist ganz wichtig in unseren heutigen Zeiten. Und alle Menschen, die heute hier sind, ich kann Sie nur aufrufen dazu, bringen Sie sich mit ein, überlassen Sie nicht den Gegnern die Bühne. Wenn ich mir die ein oder andere Gemeindevertretersitzung der letzten Jahre anschaue, ist das ein deutliches Ungleichgewicht dort gewesen. Dort wird mit Buhrufen dazwischen gerufen, da werden Sitzungen gestört. Das ist nicht unsere Art und Weise. Wir wollen gemeinsam miteinander reden. Wir müssen miteinander reden. Wir müssen mehr beteiligen. Das ist das, was wir brauchen. Aber bringen Sie sich ein und überlassen Sie nicht der anderen Hälfte die Mehrheit. Und an der Stelle möchte ich nochmal hervorheben, es gibt ein, zwei Personen, aber vor allem eine Person, Albrecht muss gar nicht so weit weglaufen. Ich habe am Freitag um 2:21 Uhr Albrecht eine Nachricht geschrieben, er möge bitte endlich aufhören und schlafen gehen. Albrecht, komm noch mal kurz auf die Bühne. Ich glaube, wir müssen das auch noch mal ein bisschen hervorheben und die Personen auch präsentieren, die im Hintergrund ganz viel gemacht haben in den letzten Tagen und Stunden. Lieber Albrecht, Dankeschön. Danke auch an deine Familie. Ich glaube, die stecken auch eine ganze Menge weg. Ich glaube, das darf man nicht vergessen an der Stelle. Heiko, vielen lieben Dank für die Bühne, für die Musik, dass wir heute alle ein bisschen tanzen können, dass wir noch einen kleinen Rave hier machen. Ich erinnere mich an Veranstaltungen, die waren genauso groß. Danke auch an Ingo Noack für die Versorgung, dass das innerhalb von 3 Tagen geklappt hat. Ich glaube, wir sind alle weniger professionalisiert als die dort drüben, die das vielleicht hauptberuflich machen beim Demonstrieren. Aber ich glaube, das ist ein starkes Zeichen an der Stelle. Und vermutlich heute auch als jüngster Redner auf der Bühne, es sind nicht alle, die sich in den Wald hängen und sagen, sondern wir wollen auch vor Ort gestalten. Und deshalb vielen lieben Dank, Maurice Heilmann, und ich übergebe wieder an Albrecht. Viel mehr, danke, lieber Maurice. Viel mehr möchte ich jetzt auch gar nicht sagen. Ich würde sagen, wir machen die Musik an und machen sie ordentlich laut, dass man nachher auch weiß, dass hier noch eine Demo stattgefunden hat. Und vielen Dank, dass Sie gekommen sind und ja, so nett zugehört haben. Dankeschön.
Antikapitalista, Antikapitalista. Deswegen zeigen wir hier, dass wir die Wähler sind, wenn wir alle eine Zukunft, die nicht geprägt ist durch die Ausbeutung fossiler Energieträger. Wir brauchen eine andere Zukunft. Und deswegen rufen wir alle zusammen. What do we want? And when do we want it? What do we want? And when do we want it? And are we gonna fight for it? Are we gonna fight for it? So Leute, jetzt macht mal richtig Lärm. Willkommen in Grünheide.